Eigentlich ging es darum, das Yogahaus fertig zu machen und eine PV-Anlage aufs Haupthaus zu installieren. Dabei bin ich dann durchs Dach gebrochen. Und weil beim Nachbarn der Gärtner zugange war, haben wir den auch gleich für freie Sicht engagiert. Und wir haben Familienzuwachs bekommen. Na du, jetzt kommst du mit zu uns. Let me tell you a story. Unser erstes großes Umbauprojekt auf der Insel. Genau 5 Monate und 2 Tage hat es gedauert. Zuerst haben wir ein Bungalow komplett entkernt. Das war eine heftige Arbeit, nicht nur wegen des verbauten Holzes. Die Küche und Bad mussten entfernt werden. Kubikmeterweise Holz, das wir zum großen Teil auch gar nicht wieder benutzen konnten, weil es eben genagelt worden war und so beim Ausbau dann zerbrochen ist. Steine, Schutt, wir mussten wirklich einen Bagger beauftragen, um das ganze Zeug abzuholen. Stunden um Stunden Bohrhammer, wir haben 3 verschlissen, um Betonsockel und Treppe zu entfernen. Ein massives, großes, schweres Metallrolltor mussten wir genauso rausnehmen wie die komplette Holzbodenkonstruktion, die zum Teil schon Termitenbefall hatte. Es wurde eine neue Bodenplatte gegossen, eine Wand gemauert, draufgesetzt eine Holzständerwand inklusive der entsprechenden Dachverlängerung, weil wir breiter geworden sind, und dann eine komplett neue Front mit 2 Fenstertüren. Es gab viele Rückschläge und doppelte, manchmal dreifache Versuche, bis etwas klappte. Es wuchs sich immer weiter aus und es kamen immer wieder neue Probleme dazu, von Wassereinbrüchen über zerschlagenes Holzfliesen, sodass ich irgendwann auch ziemlich entnervt war und am Limit körperlich wie psychisch. Yannick war eine unglaubliche Hilfe bei der Entkernung. Er hat sich um die Elektrik und um die ganzen Rohre gekümmert. Wir haben alle Besorgungsfahrten zusammen gemacht mit so einem Cut-Cut. Ohne ihn hätten wir es sicher nicht geschafft. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Und dann ist da Jens, das ist ein Deutscher, der hier seit einigen Jahren auf der Insel lebt. Er ist passionierter Gongspieler und Schreiner ist er auch. Und er hat geholfen und seinen fachmännischen Verstand im Blick auf Aufbau und Konstruktion der Holzelemente des zusätzlichen Dachs der Fenster eingebracht, sodass wir nun zumindest so weit sind, dass Silvia eröffnen konnte. Und so sieht's nun aus. Der Yogaraum ist fast 50 Quadratmeter groß, hell, freundlich, und ich denke mal, alleine schon wegen der Holz- und Mauerelemente ist es sehr einladend. Nebendran das Bad und 2 weitere Räume. Dieser zweite Teil ist dafür vorgesehen, dass dort dann Ayurveda-Massagen angeboten werden. Das ist auch so ein Gebiet, in dem die Silvia sich sehr gut auskennt und was sie weiterentwickeln möchte. Ja, das Ganze war jetzt wirklich sehr anstrengend auf Dauer gesehen. Und ich bin froh, dass wir es haben. Wir haben, beziehungsweise Silvia, am vorgestern den ersten Tag gehabt. Aus dem Stand gleich 3 Kurse gut besucht. Jetzt wird noch ein 4. aufgesetzt. Und das ist ein ganz toller Erfolg, weil sie war ja jetzt über ein Jahr lang hier überall unterwegs. In irgendwelchen Yoga-Studios oder bei irgendwelchen Assoziationen, wo sie dann unterrichtet hat. Ja, und die Leute haben es sich gemerkt, und in dem Moment, als wir gesagt haben, wir machen hier ein Yoga-Studio auf, haben sie dann gleich geantwortet. Aber Wie ist es nicht möglich, dass mal was glatt geht? Also wir sollten heute die Photovoltaik bekommen. Und die Photovoltaik muss ja aufs Dach. Und jetzt war die Frage, ob von vorne oder von der hinteren Seite. Da haben wir uns entschieden, okay, wir gehen von hinten hoch, weil vorne ist ja der Pool und die Varang. So, und dann ist Folgendes passiert. Was ich nicht wusste, ist, dass das hier
Das gleiche wie da hinten. Ich meine, man sieht es eigentlich, es ist dunkler, dass das ja kein Blech ist, sondern das ist so Glasfiber, was weiß ich. Und das ist aber durch die UV-Strahlung so kaputt gegangen, dass ich hier komplett durchgebrochen bin. Das heißt, das ist jetzt im Arsch. Wenn es regnet, läuft das direkt unten ins Badezimmer rein. Es ist auch jetzt aktuell nicht zu flicken, weil es ganz nass ist, weil es geregnet hat. Jetzt werde ich das irgendwie versuchen, so einigermaßen abzudecken. Und von innen, Mai, das ist so schön alles. Bis auf das. Katastrophe. Heute hat jeder, der hier war, herzhaft gelacht. Was soll ich machen? Gott sei Dank bin ich nicht durchgebrochen. Das wäre das Schlimmste wir wissen, gewesen. dass es gefährlich war, aber das Endergebnis, da musste einfach jeder lachen. Ja, weil Anscheinend schon die universeller Humor. Vorstellung, dass Carlotta in ihr Zimmer reinkommt und das stark Du fandst nicht so geschockt war. lustig. Sie war die, die am wenigsten gelacht hat. Aber sämtliche Handwerker, also. Aber auch das haben wir sehr schnell hinbekommen. Der Janik hatte Gott sei Dank noch so eine Platte, die wir dann da einbauen konnten. Ich habe dann auch noch hier wieder die Übergänge mit Topcot und dem Band zusätzlich abgedichtet. Insofern sollte es so in Ordnung sein. Und unten sieht es mittlerweile so aus. Ich hatte das runtergebrochene Stück entfernt. Entsprechend alles ausgeschnitten, im gleichen Maß ein Reststück von einer Rigipsplatte aus dem Bungalow vorbereitet. Und jetzt ist Fabien da, der hat schon zweimal gespachtelt, geschliffen, grundiert und jetzt sollte dann demnächst auch geweißelt werden. Aber zurück zur PV-Anlage. Während ich mich echt total gestresst hinten um die ersten Sicherungsmaßnahmen gekümmert habe, ging es auf der anderen Seite mit der Installation weiter. 12 Paneele, à 375 Watt wurden verbaut. Angeschlossen haben es die Handwerker über 2 Kreise. Verbunden die 4 linken und das Feld in der Mitte sowie separat das rechte Feld, da dort die Sonneneinstrahlung etwas versetzt ist. So, die PV-Anlage haben wir jetzt mittlerweile schon 2 Wochen. Wir haben hier oben den Konverter, haben hier unten eine Batterie. Das ganze Teil ist modular aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 6 kW auf dem Dach, haben 6 kW hier unten und sind aktuell mit 91% autark. Es wird jeden Tag besser. Und das, obwohl wir auch die Poolpumpe benutzen natürlich und alles weitere hier auch. So, da sind sie nun installiert. Hier sind die zweiten 4. Das hier ist die Wassererwärmung. Und hier sitzen nochmal 4 Panels pro Stück. 375 Watt Leistung. Und auch jetzt, wo es so bewölkt ist, bringt die Anlage aktuell trotzdem über 1 kW. Und weil irgendwann beim Nachbarn der Gärtner zugange war, habe ich mir den gleich geschnappt, habe ihm alles gezeigt bei uns, denn auch da hatten wir ja durchaus Handlungsbedarf. Da hinten zum Beispiel dieser riesige Mangobaum, der hat keine einzige Mango. Und der Gärtner meint, wenn wir den jetzt auf hier 2 Meter runterschneiden, treibt er 1 Jahr lang aus. Und im zweiten haben wir Früchte in der Höhe, die man auch dann greifen kann. Aber irgendwie, es bricht mir echt das Herz. Andererseits haben wir oben aber auch keinen Mehrblick in dem Bereich. Und so kamen die Gärtner dann ein paar Tage später und haben ganze Arbeit geleistet. 1 Tag haben sie gebraucht, alles runtergekürzt, gleich gehäckselt und dann mitgenommen.
Dann sind wir nochmal durch den Garten gegangen und haben dann entschieden, noch 2, 3 andere querwachsende Äste mitzunehmen. Und am Ende des Tages kann sich das Ergebnis im Vergleich, wie ich finde, durchaus sehen lassen. Und dann hatten wir von dem sibirischen Husky gehört, der ein schreckliches Leid hinter sich gebracht hat und in der Aufbewahrungsstation wartete darauf, dass er eingeschläfert wird. Tja, und das wollten wir dann nicht zulassen. Wir warten darauf, dass Silvia kommt mit den Papieren. Und schon wieder alles falsch. ChatGPT hat gesagt, wir sollen ihn auch groß gar nicht streicheln, sondern ihm nur hinten anbinden und schnell nach Hause bringen. Aber er wirkt gar nicht gestresst. Er wirkt eher sehr freundlich auf jeden Fall mal. Aber der wiegt schon 17,9 Kilo. Ich meine, der wird bald 2 Jahre alt. Größer wird er nicht mehr, aber er ist sehr, sehr mager. Der wird uns die Haare vom Kopf reißen. Ich hoffe, du verstehst dich mit den Katzen. Ist das Liebe? Was du? Aber Deutsch musst du noch lernen. Ich pack das nicht auf Französisch. Mit dir.